Hallo und herzlich willkommen zu 7 Bugs Tech-Probleme verstehen und lösen. Mein Name ist Kai Schuster und heute schauen wir uns ein Problem an, das fast jede Webseite hat. Links mit dem Text mehr erfahren oder Read More. Warum das für Screenreader problematisch ist und wie du es nach WCAG löst, schauen wir uns heute zusammen an. Stell dir vor, du hast eine Webseite und 10-mal steht dort beim Artikel mehr erfahren drauf. Wir, die das visuell erkennen können sehen, dass daneben noch eine Überschrift ist und deswegen wissen wir, was dahinter sich verbirgt. Aber für Screenreader-Nutzer kann es problematisch sein, weil die Screenreader die Möglichkeit haben, Links auf der Webseite vorlesen zu lassen. Und dann steht da 10-mal oder der Anwender hört dann 10-mal mehr erfahren, ohne zu wissen, um welchen Artikel es sich wirklich handelt. Bei der WCAG gibt es nun zwei klare Regeln. Einmal 244, Linkzweck muss klar erkennbar sein, und 253, wenn es sichtbaren Text gibt, muss dieser Teil des Accessible Name sein. Viele Entwickler nehmen jetzt einfach bei einem Link, wie zum Beispiel mehr erfahren, und schreiben da zusätzlich das Attribut Area Label hinzu. Und dann steht im Area Label aber dann mehr über Projekt XY erfahren oder mehr über Artikel XY erfahren. Das ist laut Regel 253 nicht korrekt, weil der Area Label darf die eigentliche Bedeutung nicht wirklich ersetzen von dem Linktext und 253 geht auf Voice-Steuerung ein und das heißt wiederum, wenn das System von einem Voice-Steuerung auf mehr über Projekt erfahren hört, aber der Anwender, der das sieht, also jetzt kein Screenreader-Nutzer, sondern einer, der wirklich das visuell sieht, da steht mehr erfahren, wird er einfach vorlesen, klicke auf mehr erfahren. Und Voice-Over-System wird gar nicht erkennen, was meint er jetzt genau. Deswegen ist das nicht richtig. Dafür gibt es aber auch Lösungen. Die erste Lösung, und ich finde auch mit die beste Lösung, ist dieses Visual Hidden zu verwenden innerhalb diesem Linktext. Der Vorteil ist, dass der Voice Control weiterhin mehr erfahren erkennt, plus halt den Text dahinter. Aber der Voice Control hört auch einfach, wenn man sagt, mehr erfahren. Und manchmal, wenn man ja auch das sieht, muss man ja auch nochmal genauer sein, was man genau meint. Und dann sagt man ja mehr erfahren und dann Projekt XY oder mehr erfahren Artikel XY. Und damit ist für den VoiceOver eindeutig klar, was gemeint ist, wo er draufklicken soll. Zusätzlich der Vorteil ist, bei Area Label, das können nicht unbedingt ältere oder alle Screenreader und der Screenreader wird auch komplett vorlesen, mehr erfahren Projekt XY oder Projekt erfahren Artikel XY. Somit habt ihr da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ihr könnt natürlich auch Area Label verwenden, das ist kein Problem, aber bitte müsst ihr darauf achten, nicht mehr über XY erfahren schreiben, sondern mehr erfahren und dann den Text dahinter. Das darf sich halt nicht ändern. Deswegen für mich immer noch die beste Lösung, kein Area Label zu verwenden, weil wir haben ja einen Text da drin, dann verwenden wir einfach direkt den Text und erweitern den einfach. Die zweite Lösung ist Area Labeled By. Könnte man auch verwenden im Gegensatz zu dem Visually Hidden Funktionalität. Da ist es so, dass bei dem Link das Attribut Area Labeled By platziert werden muss und dann die ID von dem Span innerhalb des Links und die ID von der Überschrift. Der Vorteil ist, da auch, der Screenreader würde vorlesen mehr erfahren und dann Projekt XY und Voice Control oder Sprachsteuerung funktioniert dann auch richtig, weil das sichtbare Wort mehr erfahren am Anfang des programmatischen Namens steht. Lass uns das mal kurz zusammenfassen. Also, nie sichtbaren Text mit Area Label überschreiben. Mehr erfahren, immer im Accessible Name behalten und dann ergänzend dazu dann entweder Visually Hidden oder Screenreader Only oder Area Labeled By verwenden. Das war's für heute bei 7 Bugs. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du zu den beiden Kriterien stehst und ob du gerne andere Best Practice Videos sehen möchtest. Lass auch gerne ein Like und ein Abo da und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal bei 7 Bugs.